Sie müssen es meiner Schwester nachsehen. Die Schwangerschaft scheint sie etwas aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich bitte Sie. Dafür habe ich doch vollstes Verständnis. Meine Frau war beim ersten Kind geradezu hysterisch. Einen schönen Abend noch. Und Ihnen alles Gute weiterhin. Einen Moment noch, Herr Brück. Ich bin zwar schwanger, aber das hindert mich noch lange nicht am Denken. Ich lasse nicht zu, dass Omniremaka verkauft wird. Kannst du mir mal erklären, was dieser Auftritt eben sollte? Zum Glück ist dieser Brück anscheinend nicht nachtragend. Wie meinst du das? Ich lasse den Vertrag noch mal ausdrucken. Dich interessiert überhaupt nicht, warum ich den Verkauf unbedingt verhindern wollte? Nein, aber vielleicht hat der Vater mehr Verständnis für deine Profilneurosen. Ich vermute allerdings eher, dass er endlich einsehen wird, dass du mit einem Posten in der Holding heillos überfordert bist. Ansgar, ich weiß, dass du seit Hannes Verschwinden ziemlich durch den Wind bist. Lass meinen Sohn aus dem Spiel. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Gut. Da du dich natürlich mal wieder für den Besseren von uns beiden hältst, findest du bestimmt auch den Fehler, vor dem ich dich bewahrt habe. Ich bitte dich. Ich kenne mich mit den Unterlagen gut genug aus. Ich habe mich lange damit beschäftigt. Offensichtlich ist dir was Entscheidendes entgangen. Ach, und was sollte das sein? Hättest du diese Unterlagen genau durchgearbeitet, dann wüsstest du, dass Omniremaka gerade vor dem entscheidenden Durchbruch steht. Moment mal, ein neues Antiallergikum? In der letzten Testphase? Dir ist hoffentlich klar, welche Gewinne das für uns bringt? Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Ansgar, du hattest die gleichen Unterlagen wie ich. Und ich bin mir sicher, dass der so nachsichtige Herr Brück auch von dem Medikament weiß. Ich wollte dir nur helfen. Aber du hast mich mal wieder unterschätzt. Ansgar, guten Morgen. Morgen. So früh schon unterwegs? Oder soll ich sagen noch? Ich wollte nur ein paar Bilanzen fertig kriegen. Ansgar, ich bin bereits darüber informiert, dass der Verkauf von Omniremaka nicht stattfinden wird. Ja. Du weißt ja, ich war nicht sonderlich glücklich, eine unserer Tochterfirmen abzustoßen. Deshalb interessiert mich natürlich, warum du deine Meinung geändert hast. Oh, ich nehme an, das wird Carla dir doch bereits Brühwarm erzählt haben. Carla, nein, wieso? Omniremaka entwickelt ein Antiallergikum, das auf dem Markt einschlagen dürfte wie eine Bombe. Das heißt? Millionengewinne. Für uns. Das heißt also auch, dass wir den Kredit ohne Schwierigkeiten zurückzahlen könnten? Damit die Holding wieder auf einem soliden Fundament stünde. Ohne deinen Geschäftssinn hätten wir das nicht erreicht. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Doppelt und extra stark, Herr Graf. Ja, vielen Dank. Mit Schröder von Omniremaka habe ich übrigens vereinbart, dass er eine halbe Stunde früher eintrifft. Und wie es aussieht, haben wir unsere finanzielle Krise endlich überwunden. Das ist doch endlich mal eine gute Nachricht. In der Tat. Und das haben wir sicherlich allein dir zu verdanken. Und ich bin zutiefst erleichtert, dass wir uns auf diesen Empfang wieder als eine starke Führung präsentieren können. Dir macht es doch sicherlich nichts aus, wenn ich mich dann in Zukunft wieder raushalte. Wenn überhaupt, steige ich höchstens im Auktionshaus ein. Wieso das denn bitte? Eine Zusammenarbeit zwischen Ansgar und mir ist schlicht unmöglich. Ach, Carla, bitte, könnt ihr eure Streitigkeiten... Es sind keine Streitigkeiten. Es sind grundlegende Differenzen. Er wirft mir vor, ich sei inkompetent und überfordert. Er hat es sicher nicht so gemeint. Ansgar, was sagst du dazu? Also, ich fände es ausgesprochen schade, wenn Carla ihr Talent im Auktionshaus vergeuden würde. Geht es etwas präziser? Ja, ich habe in den letzten Tagen feststellen können, dass Carla durchaus ein Gespür für gute Geschäfte hat. Letztendlich war sie es, die auf die neue Entwicklung bei Omniremaka gestoßen ist. Ach. Ist das so, Carla? Und Carla, du hast bewiesen, dass du etwas kannst. Ich hätte dich gern weiter an meiner Seite. Eine 2? Da ist doch alles rot. Und dabei korrigiere ich heute besonders locker. Jeder Schüler bekommt 5 Fehler geschenkt. Ist das so Sitte auf deiner Sprachenschule? Mein Abschiedsgeschenk. Wieso willst du den Job wieder hinschmeißen? Oh. Tut mir leid, so gut ist mein Französisch nicht. Das ist ein Jobangebot von einer Sportelite-Schule aus Marseille.
Ja, ich habe mich dort beworben, als ich vom Heinrich Heine geflogen bin. Und jetzt wollen sie dich haben? Die Stelle ist kurzfristig frei geworden. Na super. Jetzt muss ich mir eine neue Mitbewohnerin suchen. Ich fürchte, das wird nicht anders gehen. Wann ist es denn soweit? Wahrscheinlich morgen. Morgen? Und das sagst du mir jetzt? Ich hab's doch selbst erst gerade erfahren. Was sagt denn Paul dazu? Und nichts. Nichts. Paul hat noch keine Ahnung. Eins ist jedenfalls sicher. So ein Angebot bekomme ich nicht nochmal. Ja, aber was machst du, wenn er hier bleiben will? Wenn ich das wüsste. Sind die noch ganz dicht? Vertragsbeginn nächste Woche. Die müssen die Stelle sofort neu besetzen. Na super. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn ich bis zum nächsten Schuljahr hätte warten können. Hallo Gregor, machst du mir bitte einen Kaffee zum Mitnehmen? Viel Milch und kein Zucker. Mhm. Hast du denen schon zugesagt? Nein, natürlich nicht. Ich wollte es zuerst mit dir besprechen. Ach, wie rücksichtsvoll. Was gibt's denn da zu besprechen? Du in Marseille und ich hier in Düsseldorf. Hallo, Fernbeziehung? Auf keinen Fall, ich will mit dir zusammen sein. Und wie soll das gehen? Zufällig muss ich hier meine Schule zu Ende machen. In Marseille gibt's auch eine deutsche Schule. Da könntest du dann dein Abitur machen. Ach so, ich schmeiß einfach alles hin. Danke, sag mal, haben die beiden Streit? Keine Ahnung, aber ich könnte mich ja langsam ranpirschen und mithören. Na, ich dachte, dich interessiert, was Paul umtreibt. Wenn mein Sohn Probleme hat, dann redet er mit mir. Hoffe ich jedenfalls. Ja, aber wer sagt denn, dass ich an der deutschen Schule zurechtkomme? Hier, das habe ich dir von der Homepage ausgedruckt. Also ich finde, das klingt überhaupt nicht so schlecht. Ja, stimmt. Ich habe schon gedacht, du willst mich loswerden. Paul, wenn du nicht mitkommst, sage ich den Job ab. Aber das wäre schade. Stell dir doch mal vor, ne? Wir beide leben und leben in Frankreich. Ja, aber ich kann doch nicht einfach hier meine Zelte abbrechen. Guck mal, ich verstehe mich mit Susanne gerade einigermaßen. Meine Freunde wohnen hier. Naja, wenn du lieber hier bleibst. Nein. Hey, ein Leben ohne dich geht gar nicht. Das heißt? Mann, ich komme mit nach Marseille. Oh. Unter einer Bedingung. Alles, was du dir wünschst. Wir fahren jedes Wochenende ans Meer zum Surfen. Ans Meer fahren? Wir können zum Strand laufen. Und dein Brett bringe ich dir persönlich ans Wasser. Gut. Jetzt fehlt mir nur noch das Einverständnis von Susanne. Am besten, ich bringe das sofort hinter mich. Hey, hast du mal kurz Zeit für mich? Nee, ist gerade schlecht, weil ich wollte zu meiner Mutter. Okay, dann danach? Ich glaube, da muss ich packen. Warum? Fährst du weg? Besser. Anna hat einen neuen Job und ich gehe mit ihr nach Frankreich. Bitte schön, Susanne. Danke, Hans. Paul, Susanne? soll ich dich irgendwo hinfahren? Nein. Ah, akuter Redebedarf. Möchtest du eins? Liebeskummer. Anna hat einen Job als Lehrerin in Frankreich angeboten bekommen. Und ich werde... Und sie hat ihn angenommen. Ja. Susanne, ich... Und du bist total fertig deswegen, aber das kann ich doch verstehen. Also ich habe mir gleich gedacht, dass irgendwas nicht stimmt. Na, ich habe euch vorhin im No Limits gesehen. Ach so, dann weißt du... Auch wenn dich das jetzt nicht tröstet. Manche Beziehungen scheitern oft daran, dass der eine seine beruflichen Ziele verfolgt und der andere nicht mithalten kann oder will. Wie? Ich dachte, du... Ja, du konntest Anne nicht überreden, den Job abzusagen. Nein. Ich will dich nicht drängen. Du sollst nur wissen, unsere Tür steht dir immer offen. Ich wäre so glücklich, wenn du wieder zu uns ziehst.
Also nicht, dass ich dir Aktionismus unterstellen will, aber hältst du das Ganze nicht für etwas übereilt? Nein. Paul soll sich gleich wohlfühlen, wenn er wieder in sein Zimmer kommt. Hey, guten Morgen. Morgen. Ist das Bad dann jetzt frei? Na, hast du mit deinen Kumpels noch Abschied gefeiert? Schön wär's. Deine Mutter hat ihr okay nicht gegeben. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, Susanne von dem Umzug zu erzählen. Hat er denn in irgendeiner Hinsicht angedeutet, dass er wieder herziehen will? Das musste er gar nicht. Ich kenne meinen Sohn gut genug. Da hat er gesagt, dass die Beziehung zu seiner Lehrerin definitiv beendet ist. Nein, aber ich habe den Streit im No Limits ja mitbekommen. Und als er dann bei mir am Taxistand aufgetaucht ist, da war mir gleich klar, was los ist. Hallo. Hi. Hast du heute meinen Sohn schon gesehen? Abracadabra. Hallo. Morgen. Susanne? Herzlichen Glückwunsch zu deiner Stelle in Marseille. Danke. Du kannst es sicher kaum erwarten, dich deinen neuen Aufgaben zu stellen. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich kläre dann mal alles mit Gregor wegen der Wohnung. Du hast noch keine neue Bleibe und sie kündigt schon die Wohnung? Ziemlich egoistisch, würde ich sagen. Anne ist nicht egoistisch. Wir haben das gemeinsam geplant. Wir? Weißt du, warum ich gestern zu dir an den Taxistand gekommen bin? Nein? Um dir zu sagen, dass ich mit Anne nach Frankreich gehe. Wie stellst du dir das vor? Du kannst doch nicht einfach so nach Frankreich abhauen, nur weil Anne hier anscheinend kein Bein mehr auf den Boden kriegt. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Der Job ist eben besser als ihr letzter. Ja, wie schön für sie. Und von dir verlangt sie so ganz nebenbei, dass du deine ganze Zukunft aufs Spiel setzt. Wir haben uns das auch anders vorgestellt, das kannst du mir glauben. Und das heißt? Eigentlich sollte Anne erst nächstes Schuljahr ihren Job annehmen. Aber sie wollen sie jetzt sofort in Frankreich haben. Tja, und heute Abend geht's los. Was? Heute Abend? Es tut mir leid, dass du das sehr zu kurzfristig erfährst. Ja. Du willst wirklich mit ihm mitgehen? Weg von mir? Von deinen Freunden? Ohne Abitur? Das kann ich auch in Frankreich nachholen. Ist kein Problem. Aber eine Fernbeziehung, ich pack das nicht. Mir bleibt keine andere Wahl. Du übersiehst nur eine Kleinigkeit. Es ist nicht deine Entscheidung. Es ist meine. Und ich will, dass du hier bleibst. Ja und? Du kannst mich ja wohl schlecht zwingen. Wenn es sein muss, doch, kann ich. Ich verbiete dir, mit Anne nach Frankreich zu gehen. Alle Geräte hier sind ausnahmslos auf dem neuesten technischen Stand. Und wir scheuen auch keine Kosten und Mühen, unsere Mitarbeiter fortlaufend für unsere Bedürfnisse zu schulen. Ja. Mal abgesehen davon, dass es unsere Kosten sind, die Sie da nicht scheuen, haben Ihre Erfolge ja doch ziemlich lange auf sich warten lassen. Ich kann Ihren Unmut natürlich verstehen, Graf Lahnstein. Aber wie Sie ja bereits wissen, sieht im Moment alles sehr vielversprechend aus. Frankenberg? Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Was soll das? Egal, was er sagt, du fällst drüber her. Ich rücke seine blumigen Werbebotschaften einfach nur ins rechte Licht. Nein. Du glaubst immer noch nicht an den Erfolg. Und das nur, weil es meine Idee war, an Omni-Remaker festzuhalten und nicht zu verkaufen. Ich halte mich einfach nur an die Fakten. Noch ist das neue Antihistamin nicht patentiert. Aber bald. Und wenn das Medikament erstmal auf dem Markt ist, dann können wir unseren Kredit mit einem Schlag zurückzahlen. Ja, wenn. Und bis dahin sehe ich jede Menge neue Kosten auf uns zukommen. Ja, ganz bestimmt. Es läuft alles nach Plan. Sie können sich vollkommen auf mich verlassen. Wie konnte das nur passieren? Wir haben doch alles... Ich begreife das einfach nicht. Professor Frankenberg, ist alles in Ordnung? Es ist mir extrem unangenehm. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, wie wär's denn ein Wort nach dem anderen, in ganzen Sätzen vielleicht? Als ich vorhin meinte, dass sich die Entwicklung des Antihistamins in der Endphase befindet, da habe ich mich leider getäuscht. Wie bitte?
Ich habe soeben erfahren, dass einige der Probanden bei der letzten Testreihe, ja, wie soll ich sagen, unerwartete Nebenwirkungen gezeigt haben. Das darf doch nicht wahr sein. So leid es mir tut, aber das wird die Freigabe für den Markt natürlich auf unbestimmte Zeit verzögern. Sie hat aber leider recht, Paul. Du bist eben noch keine 18. Aber schon älter als 5,5 und kann gut meine Entscheidung allein treffen. Tja, sie hat aber die Aufsichtspflicht. Und wenn sie ihre Erlaubnis nicht erteilt, dann können wir gar nichts dagegen tun. Dann hat Susanne also nicht erlaubt, dass du mit nach Frankreich kommst? Das kann sie gleich wieder vergessen. Ich lasse mir gar nichts verbieten. Und was willst du machen? Einfach abhauen? Ja, wenn es sein muss. Und was ist, wenn du erst mal vorfährst und Paul nachkommt, sobald er volljährig ist? Ich glaube auch. Eine andere Lösung bleibt uns wohl nicht. Das sind über 3 Monate. Ich will nicht so lange ohne dich sein. Ich weiß es nicht. Susanne sagt nein und du nimmst das einfach so hin. So nach dem Motto, kannst du eh nichts machen? Denkst du etwa, mir wäre es anders nicht auch lieber gewesen? Ja. Das frage ich mich so langsam. Ich will das doch einfach nur verstehen. Dieses Medikament wurde schon zigmal getestet. Da sind nie irgendwelche Probleme aufgetaucht. Und diese letzte Untersuchung, die war doch im Grunde nur reine Formalität. So etwas kann leider eben immer wieder passieren. Und wenn wir dieses eine Mal ein paar ganz besonders sensible Versuchspersonen eingeteilt haben, der eine reagiert allergisch, der andere eben nicht. Eine allergische Reaktion auf ein Antiallergikum. Das dürfte so ziemlich die beste Werbung sein, die man sich vorstellen kann. Die genauen Ergebnisse der Testreihe liegen natürlich noch nicht vor. Ja, und was kostet uns diese Ursachenforschung? Ja, also das müsste ich erst mal... Also so auf die Schnelle? Herrgott, nochmal, Sie stammeln doch schon wieder. Also vermute ich mal, es wird uns eine ganze Menge kosten. Und wem haben wir das zu verdanken? Das konnte doch niemand ahnen. Ach nein? Ich hätte Omni Remacar schon längst zu einem akzeptablen Preis verkaufen können. Aber du musstest mir natürlich wieder dazwischen funken. Kann nur so unprofessionell sein. Ich bin jedenfalls nicht so leicht zu verunsichern wie du. Ich lasse die Testergebnisse einfach noch mal überprüfen und dann sehen wir weiter. Bitte, Carla, gib doch einfach zu. Du hast Mist gebaut. Abwarten. Stell dir vor, Paul will sich mit Anne nach Frankreich absetzen. Heute Abend. Er wollte noch nicht mal die Schule hier fertig machen. Susanne? Ich hab's ihm natürlich verboten, aber ich bin immer noch fix und fertig deswegen. Ich meine nicht nur, dass diese Frau sich auf einen Minderjährigen einlässt. Jetzt bringt sie ihn schon dazu, hier einfach alles aufzugeben. Susanne, entschuldige, aber ich sitze gerade mit meinem Vater in einer Besprechung. Ja, dann lass uns später telefonieren. Ja, ich rufe dich an. Bis dann. Bis dann. Als meine Mutter damals gestorben ist, hast du mich bei dir aufgenommen. Dabei bist du nicht mal meine leibliche Mutter. Hast du im Ernst geglaubt, ich schicke dich beim ersten kleinen Problem weg, weil ich dich adoptiert habe? Du bist vielleicht ein Schätzchen. Sowas darfst du nie auch nur denken. Versprich mir das. Du hast so viel für mich getan, ich machte nur Stress. Du bist mein Sohn. Und ich hab dich lieb. Hm? Ja, das sieht ja nicht gerade so aus, als ob du Erfolg gehabt hättest. Hm? Paul, ist er nach Hause gekommen? Ich dumme Kuh hab geglaubt, er würde seine Familie so vermissen, dass er freiwillig hier bleibt. Soll ich mal mit ihm reden? Das ist lieb von dir. Aber ich glaube, das bringt nichts. Wer weiß? Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm verboten habe, seine Freundin zu begleiten. Ich glaube, das verzeiht er mir nie. Ach, komm. Wenn wir Omni Remacar sofort verkaufen, dann wird die Lahnstein Holding ein geringes Stück weit entlastet. Investieren wir weiter, dann machen wir noch mehr Schulden, oder? Oder wir sind alle Schulden auf einen Schlag los. Vater, gib Omni Remacar eine Chance. Wir dürfen jetzt nicht alles hinschmeißen. Gott, das klingt ja schon wie Lassie darf nicht sterben. Darf es noch die Dessertkarte sein? Wie wär's zur Abwechslung mal mit einem konstruktiven Beitrag? Im Gegensatz zu dir kann ich wenigstens zugeben, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Dafür bist du anscheinend ja zu stolz. Du warst von Anfang an dagegen, nur weil ich diese Idee hatte. Du bist so armselig. Schluss jetzt! Ich
Ich habe euch beide nicht auf das Projekt angesetzt, damit ihr euch jetzt aufführt wie zwei trotzige Kleinkinder. Hier geht es um die Zukunft der Holding. Herrgott noch mal! In Anbetracht der Tatsache, dass ihr beiden euch nicht einigen könnt, werde ich mich ab sofort selbst um die Belange von Omni Rimaker kümmern.